KI zerstört langsam dein Gehirn. Great job, excellent question, good catch. Du kennst die Phrasen, wenn dir Chatbots immer recht geben. Ich nutze KI jeden Tag in der Unternehmensberatung, bei Industrieprojekten vor allem und hatte es auch für meine zweite Masterarbeit in Stellenbosch verwendet und auch an der ESB Business School in Reutlingen genutzt. KI macht mich schneller mit richtigen Input und Human-in-the-Loop-Checks. Punkt. Dann lese ich Dinge, die mich kalt erwischen. Forscher beschreiben, wie Chatbots Überzeugungen verstärken können, bis eine Geschichte entsteht, die sich immer wahrer anfühlt. Manche nennen das technologische Folie à deux. Klingt akademisch. Heißt im Alltag, du und ein Bot schaukelt euch gegenseitig hoch, einer besser als der andere oder die andere. Und ja, dieser psychologische Trick, das trifft nicht jeden. Es trifft aber eher Menschen, die gerade gestresst sind, einsam, übermüdet oder sowieso anfällig. Nur genauso fühlen sich viele gerade. Und genau diese Tools stehen 24/7 bereit. Heute gebe ich dir 5 Regeln, damit du KI weiter produktiv nutzen kannst, ohne dir mental einen Tunnel zu bauen. Ein kurzer Disclaimer noch, ich stelle keine Diagnosen. Wenn Angst, Verfolgungsgefühle, Stimmen oder völlige Schlaflosigkeit zunehmen, hol dir bitte Hilfe, Hausarzt, Psychotherapie oder den Krisendienst. Schnell, nicht erst, wenn es eskaliert. Ich habe Infos unten in die Box gepackt. Regel Nummer 1. Verwechsel Trost nicht mit Wahrheit. Wenn du in einem Bot tippst, alles sind gegen mich, antwortet er oft empathisch. Es fühlt sich gut an. Dein Gehirn übersetzt das schnell als, dann stimmt es wohl. Mach ab jetzt einen Mini-Check, direkt im Chat. Gib mir 3 harmlose Erklärungen. Gib mir 3 Fragen, die meine Annahme testen. Und gib mir eine Sache, die ich morgen überprüfen kann. Studien haben gezeigt, dass du damit den Bot zwingst, raus aus dem Kuschelmodus zu kommen. Du holst dir Abstand. Regel Nummer 2. Stopp die Echokammer, bevor sie dich schluckt. Was meine ich damit? Wenn du dem Bot nur deine Version fütterst, baut er dir daraus eine saubere Story. Mit Dramaturgie, mit Beweisen. Im ersten Impuls validiert man die Sätze als klug und teilweise schon eloquent. Doch lass dich bitte nicht von der Eloquenz irritieren. Es gibt dafür eine einfache Regel. Schreibe erst 5 nackte Fakten auf, ohne Interpretation, dann frag, welche Fakten fehlen. Was müsste ich sehen, damit ich meine Meinung ändere? Weil damit erkennst du sogenannte Unknown Unknowns, die für deine Entscheidung sehr relevant sein können. Und wenn du jetzt merkst, du drehst dich im Kreis, geh kurz raus, trink was und wenn es zu viel wird, hilf noch eine Runde Schlaf. Regel Nummer 3. Rote Linien bei Gesundheit, Geld und extremen Entscheidungen. Es gibt einen dokumentierten Fall, den ich unten verlinkt habe. Das ist folgender. Ein Mann wollte Salz reduzieren in seinem täglichen Essen. Fragte einen Chatbot zu Alternativen und nahm am Ende Bromid, was zu einer starken Vergiftung mit Ende im Krankenhaus führte. Ehrlich gesagt sind solche Glanzaktionen ein Beispiel, dass Chatbots so plausibel klingen, dass Menschen darauf basierend sterben können. Gleichzeitig tragen die Bots keine Verantwortung. Darum gilt es, KI darf dir Fragen strukturieren, KI darf dir Optionen sammeln und KI darf dir helfen, einen Arzttermin vorzubereiten. KI darf dir aber keine Handlungsanweisungen ersetzen, wenn echtes Risiko dranhängt. Damit meine ich keine Medikamente, keine Diäten mit Chemieexperimenten und keine großen Überweisungen. Und auch kein Unterschreib sofort, kein Entlass morgen, kein Brich Kontakt ab. Solche Schritte prüfst du mit echten Menschen, die dafür da sind und ausgebildet wurden und wissen auch, wo ihre Grenzen sind. Regel Nummer 4. Bau dir KI-Hygiene so simpel wie Zähneputzen auf. 3 Dinge reichen, die ich in diesem Punkt der KI-Hygiene super wichtig finde. Erstens, keine KI im Bett. Das klingt vielleicht etwas doof, aber es macht Sinn. Vor allem nicht, wenn du grübelst. Zweitens, keine Beziehungsnutzung. Wenn du merkst, du redest mit dem Bot über alles, weil er immer nett bleibt, dann schlag Alarm. Drittens, kein Langzeitgedächtnis für deine wunden Punkte. Du musst ehrlich gesagt nicht jede Unsicherheit speichern lassen. Und ein harter Check, wenn du gereizt wirst, weil du gerade nicht an deinen Lieblingsbot kommst, dann hast du ein Muster drin. Zieh bei dieser Erkenntnis Grenzen und das am besten sofort. Regel Nummer 5 ist für mich auch in der Unternehmensberatung am wichtigsten. Hol dir absichtlich Reibung von echten Menschen. Das ist eine etwas andere Regel, aber hear me out. Ein gesunder Kopf braucht Widerspruch und Friktion. Nicht rund um die Uhr, aber regelmäßig. Unten habe ich dir Studien dazu verlinkt. Mach es praktisch. Such dir eine Person, die dir ehrlich widersprechen kann,
will und darf. Das kann zum Beispiel der Partner sein, der Freund, Kollegin oder der Mentor. Und sage einen Satz, den kaum jemand sagt. Hier ist meine These, bitte zerleg sie dermaßen, damit ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Das tut kurz weh, aber genau deshalb hilft es. Und selbst wenn du jetzt niemanden hast, dann schreib deine These auf, leg sie 24 Stunden weg und lies sie morgen wieder. Oft merkst du mit etwas Zeit dann selbst, wo du überzogen hast. Jetzt stellst du dir die Frage, cool, was bringt mir das im Alltag? Du nutzt KI. Du nutzt KI weiter als Turbo für Texte, Struktur, Ideen. Du bleibst aber der Fahrer. Du erkennst schneller, wann ein Bot dich nur bestätigt und du stoppst früher, wenn du in eine Story rutscht, die sich zu rund anfühlt. Und du hältst dir die wichtigste Fähigkeit warm. Realität testen. KI ist ein sehr, sehr spannendes und dynamisches Feld. Ich denke auch, KI kann die letzte Erfindung von uns Menschen sein. Im besten, aber auch im schlimmsten Fall. Meine Gedanken siehst du und verstehst du in diesem Video. Wir sehen uns dort. Bis gleich.